Dieser Platz gilt als der Geburtsort des modernen Streetskatens. Das ist der Embarcadero Plaza. Dieser Spot befand sich in San Francisco und hieß bis 2017 Justin Herman Plaza. Vom Architekten Lawrence Halprin entworfen und 1972 eröffnet, finden sich hier unzählige Ledges, mehrere Stufensets, Manipads und Gaps. Nur der Boden war für Skater etwas gewöhnungsbedürftig, da dieser aus roten Backsteinen bestand. Aber nach etwas Eingewöhnungszeit hatte man schnell das Klackern beim Fahren lieben gelernt. Bis dieser Spot von Skatern eingenommen wurde, dauerte es aber noch einige Jahre. Embarcadero ist übrigens der spanische Begriff für Bootssteg oder Landungsbrücke und ist auf die Geschichte der Küste in San Francisco zurückzuführen. Im alltäglichen Sprachgebrauch in San Francisco ist mit Embarcadero außerdem das Gebiet am östlichen Ufer gemeint. Auch Skater haben diesen Namen später für den Platz übernommen oder auch kurz Embarco. Den eigentlichen Namen hat man in den späteren Jahren meist gemieden, weil Justin Herman, nach dem der Platz eigentlich benannt ist, ein heftiger Rassist war. Er war Chef der Sanierungsbehörde in San Francisco und ist für den Bau des Platzes verantwortlich und für die Vertreibung von tausenden italienischen Migranten. Bevor der Plaza errichtet wurde, befand sich bis 1961 auf dem Gelände ein 51 Hektar bzw. laut Galileo 71 Fußballfelder großer Lebensmittelmarkt, der von italienischen Einwanderern betrieben wurde. Enge Straßen, belebte Bürgersteige, viel Trubel, sehr urban, sehr lebendig. Ein Stadtviertel, das heutzutage eine Touristenattraktion wäre. Aber Justin Herman sah hier keine Vitalität, sondern eine sich ausbreitende Krankheit, Dunkelheit und Chaos. Kurz gesagt, er sah das Gebiet als verdorben an, da sich hier keine weißen Menschen aufhielten. Nach der Eröffnung galt der Platz als Schandfleck, da hier nun Totenstille herrschte. Justin Herman selber hat dies aber nicht mehr erlebt. Er verstarb ein Jahr zuvor. Und dann, Anfang der 80er, kamen die Skater. Die ersten Fotos an diesem Spot, die ich entdecken konnte, waren 1981 in der Mai-Ausgabe in Thrasher zu sehen. Chris Cook und Danny Nunes skaten hier in der Welle. Der Spot wird hier aber noch nicht erwähnt. In der Bildunterschrift steht nur The Tube. Aber es ist eindeutig, dass es sich hier um die Welle am Embarcadero handelt. In der Januar-Ausgabe 1984 von Thrasher war ebenfalls ein Foto von der Welle zu sehen. Diesmal mit Bob Dennecke. Auch hier wird der Spot noch nicht erwähnt. Die erste Erwähnung folgte dann im April 84, ebenfalls in Thrasher. Und auch hier wird wieder die Welle geskatet. In der Bildunterschrift geben Paul Wegenmann und Todd Anderson an, dass sie sich jedes Wochenende am Embarcadero treffen und Skatekurse geben. Wie man auf diesen Fotos sieht, wurde bis dahin nur die Welle geskatet, was daran liegt, dass Streetskaten im Grunde noch gar nicht existierte. Zu der Zeit bestand das Streetskaten aus Tricks, die man eher aus Word-Ramps kannte. Welches Potenzial in diesem Platz steckte, war noch niemandem bewusst. Daher existierte hier auch noch keine richtige Skate-Szene. Den ersten großen Bekanntheitsschub bekam der Spot von niemand Geringerem als dem Typen, der als Erfinder des modernen Streetskaten gilt. 1986 machte Mark Gonzalez einen Ollie von dem Table über der Welle auf eine Plattform ein ganzes Stück weit davon entfernt. Dieses Gap ist als Gonz Gap in die Geschichtsbücher eingegangen. Die Fotos vom Ollie sowie einem Boardslide an einem Curb erschienen in der Thrasher-Ausgabe September 86. Zu dieser Zeit galt dieser Ollie als das krasseste, was ein Streetskater je gemacht hat. Und dieses Gap sollte in den 90ern ein Maßstab und Sprungbrett für alle Skater werden. Bevor das soweit war, wurde hier aber 1987 Bono von U2 verhaftet. Nicht wegen Skaten, sondern wegen einem Graffiti. Während eines dort stattfindenden U2-Konzerts sprühte er Stop the Traffic, Rock'n'Roll auf die Skulptur des Brunnens. Am nächsten Tag wurde er verhaftet. Ich bin ein Künstler und das war kein Vandalismus, funktionierte als Ausrede aber nicht. Ungefähr zur selben Zeit versammelten sich dort auch regelmäßig die ersten Skater, die sich daraufhin zu einer Crew entwickelten, die EMB Crew. EMB ist eine Abkürzung für Embarco's Most Blunted und wird fälschlicherweise sehr oft als Name für den Spot verwendet. EMB ist die Crew und Embarcadero bzw. Embarco ist der Spot. Zu dieser Crew gehörten unter anderem die McBride-Brüder, Chico Brenes, Mike Carroll und James Kelch, der von allen nur der Bürgermeister genannt wurde. Er selbst nannte sich aber ganz bescheiden König des Embarcadero. Und diese Crew hatte es in sich. Wer den Embarcadero besuchte, musste die Launen der Locals ertragen. Wenn man nicht aus Embarcadero kam, war man ein T-Dog. Das T war die Abkürzung für Tard, was so viel wie zurückgeblieben bedeutet. So wurde jeder Außenseiter bezeichnet. Das konnte jemand sein, der immer im Weg stand oder auch einfach nur da saß und zuschaute, als sei es eine Demo. Viele T-Dogs wurden außerdem Opfer von Gewalt, was in den späteren Jahren eigentlich fast täglich passierte. Dabei nahmen die Locals auch keine Rücksicht darauf, um wen es sich handelte. Einer dieser T-Dogs war zum Beispiel Jamie Thomas. Er hat zwar nie Schläge kassiert, aber die Embarco-Locals waren alles andere als gut auf ihn zu sprechen. Vor allem sein Barfuß-Ollie am Gonz Gap 1992 kam bei den Locals überhaupt nicht gut an. Und an ihm ist das Ganze scheinbar auch
auch nicht spurlos vorbeigegangen. Im November 1990 erschien der Spot das erste Mal auf einem Cover. Darauf ist Henry Sanchez mit einem Backside Nose Grind zu sehen. Das markierte auch den Anfang der Hochphase des Embarcadero. Im positiven wie auch im negativen Sinne. Denn Gewalt und Drogen standen auf der Tagesordnung und an den Wochen fanden riesige Partys statt, was selbstverständlich auch die Behörden auf den Plan rief und man daraufhin regelmäßig Polizeistreifen beim Plaza vorbeischickte. In dieser Zeit haben sich dort jedes Wochenende 100 bis 200 Skater aufgehalten und die Beliebtheit von Jungs wie Mike Carroll, Javante Turner und Henry Sanchez zog Skater aus allen Teilen der Welt an. Sie und andere Locals trieben die Grenzen des technischen Streetskatens in neue Dimensionen. Zitat eines Locals: Hätte man während der Blütezeit des EMB eine Bombe darauf geworfen, hätte das professionelle Skateboarding aufgehört zu existieren. Jeder Pro und aufstrebende AM war dort anzutreffen. Embarco entwickelte sich nicht nur zu einem Mekka, sondern zu einem Must-Go-To-Place. 1993 machte John Cardiel, der erst ein Jahr zuvor zum Skater of the Year gekrönt wurde, einen Ollie vom Run-Up der Welle auf eine kleine Plattform. Dieses Gap wurde dann als Cardiel Gap bzw. als Cardi Ollie bekannt. Später wurde das auch von Scott Byrne im Jahr 98 versucht, was zu einem Besuch in der Notaufnahme führte. Erst 99 wurde das Gap von Jamie Thomas erneut bezwungen. 1993 kehrte auch Gonz zurück und machte an seinem Gap einen Kickflip. Danach begannen unzählige Profis und Amateure, dem Gonz Gap ebenfalls ihren Stempel aufzudrücken. Gino Iannucci machte einen Backside Heelflip, Ethan Fowler einen Backside Flip und Jeremy Vray einen Frontside Halfcap sowie einen Switch Ollie. Mitte der 90er war Embarco der wichtigste Spot im Skate-Business, was ihm jedoch auch zum Verhängnis wurde. Durch die Bekanntheit des Spots wurden nicht nur Skater angezogen, sondern unter anderem auch Sprayer. It didn't really become a bust because of the skating. Okay. It became a bust because of us getting into graffiti and all these kook thug dudes started coming around hanging out and like dudes started fighting and like somebody pulled a gun out on somebody. Yeah, they're like we had beef with like random dudes around the city. I mean, they had beef with us. Okay. Right. They're like, we know where we can find these dudes. They hang out at the same fucking place every day. Oh my gosh. Wow. Laut Kelch war es ein Kerl namens Smurf, der 1996 etwas in die Scheiben eines Bürogebäudes ritzte, welches sich direkt am Spot befindet. Das brachte das fast zum Überlaufen und daraufhin hatten die Embarcadero-Kaufleute endgültig die Schnauze voll. Die umliegenden Firmen beauftragten daraufhin einen Polizeibeamten damit, 24/7 Wache zu halten und Skater mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln vom Plaza zu vertreiben. Von da an war der Spot unskatebar. Und nur wenige Jahre später kam es sogar noch schlimmer. Die Behörden beschlossen, die Betonelemente zu entfernen, um die Skater endgültig loszuwerden. Im März 99 begannen die Abrissarbeiten und so gut wie alles, was man skaten konnte, wurde entfernt und nur eine leere Fläche wurde zurückgelassen. Während der Neugestaltung des Platzes gab es aber noch 2 letzte Clips am Gonz Gap. Paul Scheer versuchte einen Trailflip, den er aber leider nicht schaffte, und einen Kickflip Melon Grab von Danny Gonzalez. Kurze Zeit später war auch das Gonz Gap Geschichte. Der Embarcadero Plaza existiert zwar nach wie vor bis zum heutigen Tage, aber außer dem Boden aus rotem Backstein und diesem kackhässlichen Brunnen erinnert absolut nichts mehr an den wichtigsten Spot in der Geschichte des Skateboardens. Das Jahr 1996 markiert zwar das Ende einer Ära, es steht aber auch gleichzeitig für den Anfang eines anderen legendären Plazas, das Pier 7, welches einige Jahre zuvor gebaut wurde und nur wenige Minuten vom Embarcadero entfernt liegt.